seine Dschungeltruppe klingt ja schon ziemlich frei erfunden. Findest du? Als wären Wölfe in der Lage, so ein zerbrechliches Menschenpüppchen großzuziehen, ohne es kaputt zu machen. Lass uns doch einfach einen Wolf dazu Aber befragen. schon wieder. Liebe Menschenfresserinnen und Hypnotiseure, liebe Wolfskinder, hallo Aasfresser. Es ist mal wieder soweit. Wir nehmen einen großen Klassiker der Wildliteratur unter die Lupe und machen den Faktencheck. Heute das Dschungelbuch. Von Rudyard Kipling. Zuerst fasst Vanessa euch kurz zusammen, worum es im Dschungelbuch geht. Da ist dieser junge Mowgli, der chillt im indischen Dschungel mit einem Wolfsrudel, das ihn aufgenommen hat. Und seine besten Freunde sind ein melanistischer Leopard, ein Lippenbär und ein kurzsichtiger Python. Sein Erzfeind, der Tiger Shere Khan, will unbedingt Mowgli fressen, warum auch immer. Und dann wird ganz viel über das Gesetz des Dschungels gesabbelt, was man alles darf und was man nicht darf, bla 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 bla. Erste Behauptung. Es gibt ein Gesetz des Dschungels. Das Dschungelgesetz, bei weitem das älteste Gesetz der Erde, enthält Bestimmungen für beinahe jede Art von Vorfällen, die sich unter dem Dschungelvolk ereignen können. Ich muss mir verbieten, dass jemand anders als ich hier Kommandos gibt. Es verbietet den Tieren, Menschen anzugreifen, mit der einzigen Ausnahme, wenn ein Tier seine Jungen das Jagen und Töten lehrt. Sehr interessant. Das Dschungelgesetz verbietet bei Todesstrafe jedem Tier, an den Trinkplätzen zu töten, sobald der Wasserfrieden verkündet ist. Ein Gesetz für alle Lebenslagen. Könnte man ja auch mal in der Savanne einführen. Völliger Schwachsinn. Das hättet ihr Menschen wohl gern, dass wir Tiere so eine Art Ehrenkodex haben. Aber mit so einem Mist fangen wir gar nicht erst an. Bei euch klappt's ja auch nicht. Also gibt es keinen Wasserfrieden. Kein Du sollst nicht töten deine nächsten Zweibeiner. Es gibt nur ein Gesetz des Dschungels und das heißt Evolution. Survival of the prettiest. Wer zuerst frisst, frisst am besten. Oder biblisch gesprochen, wer Zähne hat, dem wird Fleisch gegeben. Aber in der Geschichte vom Dschungelbuch gibt es nun mal angeblich diese ganzen Gesetze und Regeln. Zum Beispiel schenkt der Panther Bagheera dem Wolfsrudel einen toten Bullen, damit die Wölfe den kleinen Mowgli bei sich aufnehmen. Zweite Behauptung. Wölfe adoptieren Menschen. Vanessa, warum siehst du auf einmal aus wie Balduin? Ah, jetzt verstehe ich. Sehr witzig. Man hört immer wieder Geschichten von sogenannten Wolfskindern. Die berühmtesten sind wahrscheinlich Romulus und Remus, die Gründer der Stadt Rom. Aber sind das alles Legenden oder kommt so etwas wirklich vor? Wölfe sind soziale Tiere, weißt du, genau wie Menschen. Wir haben so viel gemeinsam. Monogame Partnerschaften, nächtliches Gejohle und Wildpinkeln. Gibt es belegte Fälle, bei denen ein Mensch bei Wölfen aufgewachsen ist? Weißt du, wir Wölfe schreiben uns so etwas nicht auf. Aber die Menschen schon. Sie sind so klug, nicht wahr? Ganz ein Feiner. Nun ja, da wäre Victor von Aveyron. Der wurde 1797 als 11-jähriger Junge in Südfrankreich entdeckt. Da hatte er schon mehrere Jahre alleine im Wald verbracht. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er von Wölfen versorgt wurde. Nein, die gibt es nicht. Aber Amala und Kamala, Zwei kleine Mädchen, die 1920 in Indien gefunden wurden, Amala und Kamala hat man aus einer Wolfshöhle geholt. das behauptet der Missionar, der sie entdeckt hat. Belegt ist es nicht. Und was ist mit Dina Sanica? Der Junge wurde mit etwa 8 Jahren in Begleitung von Wölfen gefunden, mitten im indischen Dschungel. Die Menschen haben die Wölfe getötet und ihn mitgenommen. Sie haben ihm Kleider und Zigaretten gegeben. Er lernte nicht sprechen, aber dafür rauchen. Dina starb 1895 mit etwa 30 Jahren, ungefähr zu der Zeit, als Kipling sein Dschungelbuch schrieb. Vielleicht kannte er die Geschichte des Jungen. Aber das beweist doch überhaupt nicht, dass die Wölfe ihn großgezogen haben. Wahrscheinlich haben sie ihn einfach eine Weile in ihrer Nähe geduldet. Davon muss man ausgehen. Tiere interessieren sich nur für Menschen, wenn sie sie als potenzielle Gefahr oder als Nahrungsquelle wahrnehmen. Und was seid ihr? Feind oder Futter? Schreibt es in die Kommentare. Wir halten fest, Wölfe können also keine Menschenkinder aufziehen. Ach Menno, ich hätte mir gerne einen kleinen Menschen gehalten. Ich würde ihn Mensch nennen und er dürfte jede Nacht in meinem Bett schlafen. So wie du bei Rotkäppchens Großmutter. Dir erzähle ich gar nichts mehr. Dritte Behauptung. Pythons können andere Tiere hypnotisieren. K glitt 2- oder 3-mal in großem Kreise umher
und schwang tänzelnd im Takte den Kopf zur rechten und zur linken, als hörte er eine geheimnisvolle Musik. »Kommt alle einen Schritt näher zu mir«, zischte K. Die Reihen der Affen schwankten hilflos nach vorn. »Was bedeutet das alles?« fragte Mowgli, der nichts von den hypnotischen Kräften eines Pythons wusste. Das ist sehr süß. Sind Pythons also hypnotisch begabt? Exklusiv aus den indischen Seoni-Bergen zugeschaltet ist uns jetzt unser Außenreporter und Schlangenexperte Diego. Diego, können Pythons andere Tiere hypnotisieren? Keine Ahnung, wer sich diesen Unsinn ausgedacht hat. Vielleicht liegt es daran, dass Schlangen keine Augenlider haben. Dadurch könnt ihr nicht blinzeln und euer Blick wirkt irgendwie intensiv und durchdringend. Erst werden wir diskriminiert, weil wir keine Beine haben. Und jetzt auch noch, weil wir keine Augenlider haben. Danke, Diego, für deine Einschätzung. Und dafür habt ihr mich nach Indien geschickt? Kommen wir zum großen Bösewicht der Geschichte. Shere Khan, der Tiger. Es ist so eine Art Löwe ohne Mähne, aber mit Streifen. Danke, Vanessa, für diese zoologische Einordnung. Ich helfe, wo ich kann. 4. Behauptung. Tiger fressen Menschen. Shere Khan hat geschworen, Mowgli zu fressen, weil er ihm als Kleinkind entkommen ist. So ein Jammer. Der Mensch passt von der Größe her perfekt ins Beuteschema des Tigers. Trotzdem greifen Tiger im Normalfall keine Menschen an. Es kommt überall dort zu Zwischenfällen, wo die Menschen immer weiter in Tigerterritorium vordringen und andere geeignete Beute knapp wird. Der Großwildjäger Jim Corbett behauptete, dass vor allem verwundete und alte Tiger auf Menschen zurückgriffen, um satt zu werden. Ihr seid halt langsam und ihr habt keine Hörner oder Hufe zur Verteidigung. Auch das passt gut zu Shere Khan. Der hat nämlich bei Kipling ein gelähmtes Bein und frisst daher Hausrinder und manchmal Menschen. Wir halten fest, menschenfressende Tiger sind die Ausnahme. Aber es gibt eine Ausnahme von der Ausnahme. Die Mangrovenwälder an der Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Dort sterben jährlich ungefähr 25 Menschen durch Tigerangriffe. Und warum verhalten sich die Tiger dort anders als überall sonst in Asien? Man nimmt an, das hat mit der dortigen Wasserbestattung zu tun. Die Menschen sind sehr arm und übergeben deshalb ihre Toten oft den Flüssen. So sind die Tiger auf den Geschmack gekommen. Die größte Katze der Welt, also auch ein Aasfresser. Wer hätte es gedacht? Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Fazit. Man sollte nicht alles glauben, was sich Kipling so über den indischen Dschungel ausgedacht hat. Er hat eben der lesenden Jugend Europas exotische Geschichten aus den Kolonien aufgetischt. Aber als Schriftsteller war er sehr talentiert. Seine Charaktere sind originell und die Handlung abwechslungsreich. Ja, und dann kam Disney und machte aus dem Draufgänger Bagheera einen ätzenden Besserwisser, aus dem klugen Lehrer Baloo einen freundlichen Vollpfosten und aus K, dem gefürchteten Python, eine tanzende Witzfigur. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Geschichte von Mowgli ist in den letzten 100 Jahren so oft verfilmt worden, aber die Filme heißen alle Dschungelbuch und nicht Dschungelfilm. Du bist da einer ganz großen Sache auf der Spur.